Wir bauen uns heute ein richtig cooles Oberfräsen-Jig hier, Oberfräsen-Vorrichtung, Handfräsen-Vorrichtung, um damit kinderleicht solche Nuten auf ein Zehntel genau fräsen zu können, wenn man zum Beispiel jetzt mal ein Holz hat, wo man keinen passenden Fräser hat und das innerhalb von ein paar Sekunden verstellt und man es richtig schnell an sein Ziel kommt und das Ganze wirklich absolut zehntelgenau. Ich wünsche euch viel Spaß, es ist echt ein cooles Jig. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir bauen uns heute wieder eine richtig coole Fräsvorrichtung, ein Fräsjig. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal hier zwei Fräsjigs hier für die Oberfräse gebaut. Das Video kann ich euch natürlich auch nochmal da verlinken. Sind auch super einfach gebaut und sehr praktisch, kann man sagen. Aber heute geht es darum, Leute, ihr habt zum Beispiel jetzt hier ein Brettchen. Ein Brettchen, das hat hier zum Beispiel 26,5 mm. Da gibt es jetzt nicht diese Breite von Fräser, den man kaufen kann, aber ich will es absolut passgenau hier eine Nut ziehen und will dieses Brettchen hier einlassen. Wie mache ich das am dümmsten? Natürlich am Frästisch, ist natürlich klar, oder mit der Schiene. Aber mit der Schiene muss ich immer exakt hier verstellen, damit ich dann auf die Genauigkeit komme überhaupt. Und dann habe ich doch zu viel gefräst. Das ist total ärgerlich und das Werkstück ist kaputt. So, ich habe jetzt hier ein Fräsjig hier auf dem Tisch. Das werden wir zusammenbauen. Es funktioniert echt mega. Das kann ich euch schon mal verraten. Und das werden wir heute uns genauso bauen. Und wir können hier mit diesem Fräsjig absolut auf den Zehntel genau können wir hier schöne Nuten ziehen und das innerhalb von ein paar Sekunden verstellt, ohne dass ich hier die Schiene bewegen muss oder sonst irgendwas machen muss, um aufwendig hier eine Genauigkeit hinzubekommen bei meiner Nut. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wir brauchen wirklich nicht viel Material dafür. Wir brauchen natürlich eine Fräse, das ist logisch. Das zeige ich euch und wir starten jetzt gleich los mit der Bauanleitung. Ihr könnt hier verwenden, was ihr wollt im Endeffekt. Ich werde hier als Grundplatte dieses schwarze Acryl hier nehmen. Das habe ich halt einfach gerade rumliegen. Ihr könnt genauso auch ein Holzbrettchen nehmen oder sonst irgendwas. So, wir haben hier 10 mm Stärke. Ihr könnt es auch ein bisschen schmaler machen, egal wie. Dann habe ich hier noch so ein kleines Blättchen, das wird dann hier zum Verschieben sein hier. Dieses Blättchen hat 3 mm, könnt ihr genauso auch Alu benutzen, irgendwas, sonst irgendwas. So, das hat jetzt hier 3 mm und hat 20 mm, glaube ich, die Breite, jawohl, 20er. Dann habe ich hier noch ein Röhrchen, könnt ihr auch ein Stahlrohr nehmen oder eine Stahlstange. Ich habe jetzt hier ein Rohr und das ist jetzt hier ein 10er. Dazu brauchen wir noch ein Stückchen Restholz hier. Ich habe hier noch ein Stückchen Eiche. Hartholz würde ich euch definitiv empfehlen. Das sind 25 auf 25 hier. Aber diese Breite kommt immer auch darauf an, wie breit eure Stange hier ist, die dann hier reinkommen wird. So, weiter brauchen wir hier noch eine Innensechskant-Schraube hier. Die kommt ja dann praktisch hier in diese Fräse rein. Da müsst ihr halt auch schauen, was ihr hier für ein M-Gewinde habt. Aber diese Schraube kommt dann praktisch hier rein. So, um das Ganze jetzt hier, ich sage jetzt mal, das wird ja hier verschiebbar. Das will ich jetzt aufliegen lassen hier und will es plan haben. Es ist nicht ganz so wichtig, wenn es nicht ganz richtig plan ist, aber ist okay. Ich mache es halt einfach jetzt plan hier mit der vorderen Kante. Das heißt, ich habe hier 3 mm. Der Innensechskant hat 6 mm, also 9 mm. Und deshalb müssen wir vom Rand hier nochmal 9 mm weg. Das können wir einfach pauschal mal einfach hier hinlegen, Schraube hier hinlegen. Das Ganze hier dran. So. Und jetzt kommt hier dann eure Bohrungen rein und das Ganze. Und jetzt können wir auch entscheiden, wie groß eure Grundplatte ist. Die Grundplatte ist natürlich so groß wie eure Fräsauflage hier, die hier. Das gibt auch diese eckigen Fräsen. Also da kommt es immer darauf an, wie breit ihr das Ganze macht, wie breit eure Fräse ist. So, die Länge werde ich entscheiden, freie Hand einfach nur mal. Das sind jetzt, ja, machen wir es einfach 13 cm lang. Bei mir, bei der Teller, das passt gerade so gut hin, machen wir es 13 cm und die Breite entscheidet ja eure Platte.
Wow, haben wir richtig perfekt gearbeitet. Aber wie gesagt, das muss nicht, das ist nicht ganz so wichtig. Ich mache es aber hier komplett eben. So, jetzt müssen wir unseren Holzklotz hier zusammensägen, kürzen. Und zwar dieses Blättchen hier macht ihr genauso lang wie eure Platte. So, diesen Holzklotz hier, der kommt jetzt mal praktisch hier hin. Und den machen wir jetzt einfach, dann müssen wir jetzt dieses Röhrchen zusammen kürzen. Das heißt, wir haben hier ja 10 mm und den Klotz, den machen wir, ja, das ist dann eigentlich schon wichtig, je nachdem von der Höhe her. Den können wir einfach, den machen wir einfach 3 cm, also 30 mm machen wir die Höhe. So, jetzt seht ihr das Ganze mal in der Nahaufnahme. Hier kommt ja dieser Hebel hier drauf. Einfach drauf gesteckt und fertig und eingeklappt. Ihr seht es ja selber, es ist bei mir absolut plan hier. Wir haben also wirklich genau gearbeitet. Und hier ist ja die Schraube zum Rausdrehen. Bei der Schraube möchte ich noch mal bitte darauf achten oder möchte ich euch noch sagen, vielleicht könnt ihr es erkennen hier. Und zwar, kann man es erkennen, und zwar hier wegen der Mutter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass diese Schraube nicht zu lang ist und dass ihr hier an die Mutter stößt hier, weil das wollt ihr ja nicht, dann macht ihr eure Fräse kaputt. Und solltet ihr doch mal richtig weit rausfräsen wollen, könnt ihr ja noch zusätzlich noch dann eine Schraube wechseln und eine andere längere Schraube reinmachen, wenn das Gewinde weiter draußen ist. Aber gut, so breit braucht ihr wahrscheinlich gar nicht fräsen. Da setzt ja eh noch einen anderen Fräser ein. Ich glaube mal, wir werden es jetzt einfach probieren. Also das Prinzip ist klar. Ihr setzt es jetzt dann praktisch dann an. Wir werden jetzt hier, braucht ihr einen Anschlag. Das Ganze könnt ihr natürlich auch vorab anzeichnen. Ihr könnt auch mal eine Probefräsung machen. Könnt ihr dann ausrechnen, wie viel Millimeter hier gefräst wird und könnt dann eigentlich im Endeffekt das Ganze immer schön ausrichten. Das Schöne daran ist ja, ihr könnt ja die Länge wählen, wie ihr wollt, weil manchmal hat man nicht so einen großen Frästisch, um das Ganze zu fräsen. Und dann ist es echt easy, das Ganze hier mit einer Leiste hier anzurichten und das Ganze zu fräsen. Also wir werden es jetzt einfach mal machen und werden da jetzt einfach mal ein paar Probefräsungen machen, um zu schauen, wie gut es funktioniert.
Für dieses Brett will ich jetzt eine Nut fräsen. Ich habe aber jetzt keinen Nutfräser, weil das Brett ist genau 11 mm. Und wenn ich jetzt hier, ja, wer hat einen 11 mm Fräser? Ich habe einen 10er und da fehlt mir ein Millimeter. So, wie mache ich das Ganze? Normalerweise muss ich das dann aufwendig verschieben, außer ich habe natürlich einen großen Tisch, wo ich das drauf fräsen kann. Aber ich habe hier innerhalb von ein paar Sekunden, kann ich das Ganze jetzt hier wählen und kann das Ganze einstellen. Also, ich habe jetzt hier einen 8 mm Fräser einfach mal drin und wir werden jetzt hier für diese 11 mm einfach mal so eine richtig schöne Nut fräsen, damit der richtig schön reinpasst. Wow, das funktioniert ja mal sowas von geil, muss man sagen. Ohne jetzt hier das immer zu verschieben. Ich kann ja die Größe wählen, wie ich will, wenn ich jetzt so einen großen Tisch nicht habe. Es ist sowas von exakt genau, muss ich sagen. Also wir haben ja hier auch ein 26,5 mm starkes Brett hier oder ja, Holzstück hier. 26,5 kann ich mit keinem Fräser machen. Und Leute, schaut euch das mal an. Das ist sowas von dermaßen auf ein Zehntel. Auf ein Zehntel genau hier, seht ihr das? Also ich möchte mal echt sagen, hier kann ich im Zehntelbereich arbeiten und das mit der kleinen Schraube hier verstellen. Das funktioniert so top und vor allem ich bin verdammt schnell, ohne jetzt hier den Anschlag jedes Mal zu verstellen. Ich verdrehe die Schraube einmal ganz kurz und schon kann ich wieder drüber fräsen. Überhaupt kein Problem, also ist mal richtig cool. So meine Lieben, schreibt's doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr dieses Fräs-Chick hier irgendwie so findet, diese Fräsvorrichtung, würde mich echt mal interessieren. Ich finde es echt ein cooles Gadget. Es ist super einfach und schnell gebaut. Ihr müsst zwar ein bisschen genauer bauen hier, aber das funktioniert. Ich habe es ja auch hinbekommen. Also es macht richtig Spaß damit zu fräsen. Ich brauche keinen Tisch hier zum Fräsen. Ich kann das einfach mal schnell hier ansetzen und kann das überall fräsen, wo ich will. Gar kein Stress. Und wenn ich jetzt so eine riesen Holzplatte habe, wo ich da mal was reinfräsen muss, das geht ja auf dem Tisch gar nicht. Und im Endeffekt, um mit der Schiene jetzt anzulegen, das ist wieder immer diese Verschieberei und dann hat man es doch nicht genau. Und hier kann ich echt aufs Zehntel genau hier fräsen und innerhalb von einer Sekunde kann ich hier diese ja, wieder verstellen. Ich fahre halt aber 5-mal drüber, aber das ist ja gar kein Stress. Eine Sekunde verstellt, drüber fahren. Verstellt, drüber fahren. Und schon kann ich mich da langsam hier auf diese Breite, wo es keine Fräser gibt, einfach hinarbeiten. So Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieses Chick gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.